Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 3 Ausführung J von Academy im Maßstab 1:35. In den letzten 3 Jahren sind ja so einige Bausätze des Panzer 3 von verschiedenen Herstellern erschienen, was mir als Panzer 3-Fan mehr als nur recht ist. Dank Dragon, Takom und Ryefield herrscht wirklich kein Mangel an hervorragenden Panzer 3 Bausätzen in fast allen erdenklichen Ausführungen, und auch Academy aus Südkorea wirft nun den Hut in den Ring mit einer frühen Ausführung J in der Tropenausführung. Deshalb befindet sich hier vorne auf der Schachtel auch der Hinweis North Africa. Ich denke, dass die meisten Modellbauer den Hersteller Academy nicht unbedingt als Premium-Marke bezeichnen würden, aber zumindest was den Militärmodellbau im Maßstab 1:35 angeht, habe ich eigentlich noch nie mit einem richtig schlechten Bausatz von denen zu tun gehabt. Klar, die Bausätze des Tiger 1 oder des Panzer 4 sind sehr einfach gestrickt und auch nicht hundertprozentig korrekt, aber zumindest lassen sich die Sachen gut bauen. Vor einigen Monaten schon habe ich ja den Panzer 3J von Ryefield Model im Detail vorgestellt, der ein spätes Baulos der Ausführung J bzw. eine frühe Ausführung L darstellt. Academy bietet uns dagegen eine frühe Ausführung J mit der kurzen Kanone und einem etwas abgeänderten Motordeck, um eben diese Tropenausführung darstellen zu können. Daneben beinhaltet der Bausatz aber auch die notwendigen Teile für eine späte Ausführung J bzw. frühe Ausführung L, nämlich die Schottpanzerungen für die Wannenfront und die Kanonenblende, sowie die längere 5 cm KWK 39. Dadurch setzt sich der Bausatz von Academy schon mal etwas von der Konkurrenz von Ryefield ab, was ich persönlich doch ganz bemerkenswert finde. Gut, zum Panzer 3 an sich brauche ich glaube ich nicht mehr viel sagen, das habe ich schon in früheren Videos ausgiebig getan, deshalb schauen wir jetzt gleich mal rein in die Schachtel. Was wir hier vor uns haben, ist eine ziemlich große und vor allem erstaunlich schwere Schachtel. Das überrascht etwas. Der Deckel ist hier so nach oben hin zum Abnehmen, so wie wir das auch mögen. Ja, Bauanleitung, Beutel mit Abziehbildern und Fotonetzteilen. Und dann kommen hier die Spritzlinge. Die sind ja manchmal auch zu mehr hier eingetütet, aber ich denke, das ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Und die Schachtel an sich, ja, macht eigentlich auch einen ganz passablen Eindruck. Also ja, scheint ganz stabil zu sein und eine vernünftige Art der Verpackung auf jeden Fall. Schauen wir uns als erstes die Bauanleitung näher an. Die ist zweisprachig gehalten, Englisch und Koreanisch. Dann haben wir hier einige Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen und eine Farbtabelle, die sich auf mehrere Marken bezieht, was ich ganz schön finde, nämlich Humbrol, GEC Krios, Life Color, Testos Model Master, Revell, Vallejo und AK. Das ist doch eine schöne Auswahl. Damit lässt sich arbeiten. Ja, bevor der Zusammenbau dann losgeht, haben wir hier noch ein Schema, wo gezeigt wird, wo wir allerlei Löcher zu bohren haben. Das umfasst hier Wannenteile, Turmteile und auch die Schutzbleche, wobei es bei den Schutzblechen auch Varianten gibt. Muss man auf jeden Fall beachten, je nachdem was man bauen möchte. Ja, finde ich ganz gut, dass das hier gleich so am Anfang ja, ganz geballt eben gezeigt wird, dass man da eben nicht während des Zusammenbaus da immer wieder drauf Bezug nehmen muss. Dann ist es erledigt und man kann sich dann voll und ganz auf die Montage konzentrieren. Ja, der Zusammenbau geht los hier mit der Unterwanne. Die besteht aus mehreren Platten. Ja, ist jetzt nicht immer so günstig, aber hier haben wir 2 so Verstärkungselemente. Das finde ich ganz gut. Dadurch ist eben sichergestellt, dass die Wanne ja, schön stabil ist und die Platten auch alle ja, im richtigen Winkel sitzen. Also das ist eigentlich eine ganz clevere Lösung so. Dann bauen wir hier die Lufteinlässe ein, hier die Achse fürs Leitrad, ja, Notausstiegsluke und hier auch die Schwingarme für die Drehstabfederung. Ist jetzt hier nicht beweglich baubar, braucht man aber auch nicht unbedingt. Dann hier die ganzen Laufrollen, Treibrad, Leitrad, Stützrollen. Ja, mir gefällt, dass hier die Abbildungen ziemlich groß sind und auch immer wieder hier mit Rot zum Beispiel eben markiert wird, wo die Teile dann auch definitiv sitzen sollen. Also das finde ich ist ganz
ganz gut gelöst so, also schön, ja, übersichtlich alles. Dann kommen die Ketten an die Reihe, die liegen hier als Segmentketten bei. Ja, ist nicht optimal, ist aber auch nicht schrecklich, also ich kann damit leben. Es sind auch relativ viele einzelne Kettenglieder dabei, dadurch ja, sitzt es dann doch ganz schön auf dem Fahrwerk drauf, wirkt ganz natürlich und nicht so eckig, wie das auch manchmal ist. Also ich denke, damit kann man auf jeden Fall leben. Und hier ist auch nochmal veranschaulicht, wo dann die Teile definitiv sitzen sollen. Also wieder mal sehr übersichtlich das Ganze. Ja, dann geht es weiter hier mit der Oberwanne allmählich. Hier diese Frontpanzerplatte bauen wir ein und die Schutzbleche. Interessanterweise sind hier diese Frontstücke der Schutzbleche separate Teile. Das lässt, glaube ich, darauf schließen, dass Academy da die Absicht hat, noch weitere Panzer 3 Varianten rauszubringen. Denn da gibt es manchmal doch gehörige Unterschiede, vor allem eben an den Schutzblechen. Dann bauen wir den Aufbau zusammen. Wir haben hier wieder mehrere Platten. Ja, Fahrervisier. Die zeigen es jetzt nur geschlossen, aber man kann das mit Sicherheit auch geöffnet bauen. Ja, finde ich schön. Der Bausatz ist relativ unaufgeregt, relativ simpel. So ein bisschen wie man es auch von dem Tamiya-Bausatz erwartet. Also ich denke, das ist auch was für Anfänger vielleicht. Hier kommen dann diverse Anbauteile an die Front des Panzers. Hier die Ersatzketten, Scheinwerfer und diese Schottpanzerung. Die ist natürlich rein optional, je nach Variante. Ist normalerweise eher an den späteren Fahrzeugen zu finden, beziehungsweise an Kampfwert gesteigerten Panzer 3. Ja, dann hier diese Halterungen für die Schutzbleche. Finde ich auch ganz schön, dass die separat beiliegen. Hier ein Scheinwerfer und die Hupe, auch ganz nett. Dann hier die ganzen Werkzeuge, die man so auf den Schutzblechen findet. Ja, passt. Macht einen guten Eindruck. Dasselbe Spiel dann auf der anderen Seite. Hier noch mit einigen Werkzeugkisten und der Wagenheber, der nur aus 3 Teilen besteht. Auch schön. Wenn man mal den Bausatz von Dragon gebaut hat, da sieht man immer, wie kompliziert man so einen Wagenheber machen kann. Aber gut, es soll ja auch schön aussehen. Ja, und damit wird das schon mal erledigt und wir kommen zum Heck des Fahrzeugs. Da wird hier die Heckplatte angeklebt und dann hier die Abgasanlage mit den Zugösen und so weiter. Hier dieser Abweiser, sage ich mal, hier als Plastikteil dabei. Ist auch gar nicht schlecht, wenn man den aus Foto-Ads hätte, aber ja, es ist wie es ist. Ich denke, wer will, kann das ja auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Apropos Foto-Ads, dem Bausatz liegen auch einige Foto-Ads-Teile bei. Hier zum Beispiel für diese Gitter unten am Lufteinlass und auch hier für die Nebelkerzen diese feinen Ketten. Ja, ist hier ganz schön erläutert und gut nachvollziehbar gezeigt. Dann kommt das Motordeck an die Reihe. Ist auch modular aufgebaut. Ja, relativ simpel. Man kann jetzt hier nichts offen darstellen. Ja, muss man aber auch nicht unbedingt. Interessant sind hier hinten diese Abdeckungen. Die habe ich jetzt so an dem Panzer 3J nur selten gesehen. Die sind von der Form eigentlich identisch mit den Abdeckungen bei früheren Fahrzeugen, zum Beispiel bei der Ausführung H oder G. Ich nehme an, dass das ein Merkmal ist der Tropenausführung, bin mir aber nicht ganz sicher. Denn normalerweise müssten hier hinten auch diese großen gegossenen Platten sein. Und hier ist eben diese andere Variante, die etwas größere Schlitze aufweist. Kann mich da aber auch irren, das ist nur so ein Bauchgefühl. Ich habe da wirklich ganz, ganz wenige Fotos nur gefunden mit Fahrzeugen, die diese Anordnung haben. Und die sind nicht nur in Afrika so fotografiert worden. Deswegen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Dann wird hier der Turm zusammengebaut. Auch der ist erfreulich einfach gestaltet. Besteht nur aus ein paar Platten. Ja, die Aufteilung ist auch so, dass man da normalerweise eigentlich nichts spachteln müsste. Beziehungsweise, wenn doch, dann folgt es immer, ich sage mal, der Trennnaht, die auch beim echten Fahrzeug da vorhanden war. Von dem her ist es eigentlich ganz gut gemacht so. Ja, dann hier die Kanonenblende. Kann man auch beweglich bauen, wenn man will. Hier dann auch eben die zwei Kanonenrohre, die man zur Auswahl hat. Einmal die kurze, einmal die lange Version. Je nachdem. Auch ganz schön, dass man da die Auswahl hat. Hier dann die ganzen Seeklappen. Die sind jetzt hier zum Beispiel nur geschlossen baubar. Ja, ist jetzt nicht schlimm, aber ich sag mal, bei anderen Herstellern kann man das alles geöffnet bauen mit allen Details und allem Komfort. Hier ist es nicht so. Gut, kleinere Abstriche hat es halt hier und da. Hier die Einstiegsluken seitlich, die kann man offen darstellen. Hier dann die Staukiste, ja, auch die kann nur geschlossen gebaut werden. Die Kommandantenkuppel, ja, auch sehr einfach. Scheint so zu sein, dass hier diese Seeöffnungen nur geschlossen gebaut werden können. Zumindest sehe ich jetzt hier keine separaten Teile. Ja, gut. Ist so, dafür kann man die Luke auch offen bauen. Dann haben wir hier wieder die Schottpanzerung, die optional ist. Jetzt für die Variante, ja, kann man hernehmen, muss man aber nicht. Ja, und dann noch ein paar Fotohetzteile hier für diese Markierung, die vorne in der Mitte vor der Kommandantenkuppel befestigt war. Dadurch konnte der Kommandant immer, sag ich mal, schnell abschätzen, in welche Richtung der Turm zeigt. Ja, passt. Sieht doch ganz nett aus. Gut, und dann kommen wir zu den Bemannungsvarianten. Da gibt es 5 Stück an der Zahl. Alle Profile sind farbig gedruckt. Finde ich auch ganz schön. Das erste Fahrzeug ist hier ein Panzer 3J mit der kurzen Kanone vom Panzerregiment 5, Panzerabteilung 190, Nordafrika 1942. Ist vielleicht schwer zu erkennen, aber das Fahrzeug hat tatsächlich so ein Tarnschema. Die Farben sind nur, sag ich mal, sehr geringfügig unterschiedlich. Das ist so ein Sandgelb und so ein Grau, sage ich mal. Da gab es verschiedene Tarnungen für die Fahrzeuge des Afrika Korps. Ich glaube, das nennt sich Tropen 1 Tarnung und Tropen 2 Tarnung, aber fragt mich nicht genau, was das beinhaltet. Hier sehen wir eine etwas heller lackierte Variante. Das ist eben genau der Unterschied, von dem ich spreche. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was ist Tropen 1, was ist Tropen 2, keine Ahnung. Das sind so Feinheiten, mit denen kenne ich mich nicht aus. Hier auch wieder ein Panzer 3J mit kurzem Lauf, dafür mit den Schottpanzerungen. Panzerregiment 5, 21. Panzerdivision Nordafrika bzw. El Alamein, August 1942. Dann hier ein Fahrzeug Panzerregiment 8, 15. Panzerdivision Nordafrika 1941. Vierte Variante hier Panzerregiment 8, 15. Panzerdivision Nordafrika, Libyen 1941. Da kann man hier auch 2 unterschiedliche Kompanien darstellen. Erste Kompanie und dritte Kompanie. Auch ganz schön. Und dann die 5. Variante hier mit der langläufigen Kanone. Panzerregiment 8, 15. Panzerdivision Nordafrika, Libyen 1942. Ja, ist doch eine schöne Auswahl. Und hinten haben wir noch eine Übersicht mit den enthaltenen Teilen, wobei da nicht aufgeführt ist der Abziehbilderbogen und die Fotohetzteile. Die fehlen hier in der Übersicht. Ja, alles in allem eine ganz brauchbare Anleitung. Darstellung ist groß und eigentlich auch gut nachvollziehbar. Also ich denke, damit können wir gut arbeiten. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier der Spritzling A.
da finden wir hauptsächlich Teile für die Unterwanne. Hier zum Beispiel diese Seitenwände. Ja, wie man sehen kann, detailmäßig sehr, sehr hübsch. Ja, feine Nietköpfe hier zu sehen, Schraubköpfe und so weiter. Und hier eben die Aufnahmen für die Schwingarme. Das sieht alles sehr sauber aus und auch keine Sinkstellen oder so zu sehen. Hier dann der Boden der Wanne, die Unterseite sozusagen. Auch da vermisst man keine Details. Hier auch schöne Schweißnähte. Also auch das kann Academy mittlerweile. Ja, hier sind dann eben die Löcher aufzubohren für diese Notausstiegsluke. Abgasrohre, die könnte man vielleicht noch selber ein bisschen aufbohren. Das sind hier diese Verstärkungselemente, die da eben innen hier reinkommen. Wie gesagt, finde ich ganz gut gelöst, weil dadurch eben sichergestellt ist, dass das ganze Ding eben wirklich in Form bleibt. Ja. Ja, also das gefällt mir ganz gut. Oberfläche ist teilweise etwas glatt, aber ja, das ist eigentlich ganz okay so. Also kann man ja zur Not auch etwas nachbehandeln, wenn man möchte. Mit Mr. Surfacer zum Beispiel. Auch hier vorne eine schöne Schweißnaht. Versenkte Schraubköpfe hier. Nee, also macht einen guten Eindruck. Schöne, einfache, solide Sache. Weiter geht's mit dem Spritzling B. Hier finden wir verschiedene Teile für die Ober- und Unterwanne. Ja, Kettenschutzbleche, Motordeck, Kastenaufbau und so weiter und so fort. So ein schönes Allerlei, würde ich mal sagen. Schauen wir uns mal die Schutzbleche näher an. Ja, die haben eine sehr schöne, feine Anti-Rutsch-Textur. Sind hier auch schon relativ viele Löcher vorhanden für die Anbauteile. Und hier unten sieht man, sind noch mehr Löcher, die man dann nur noch durchbohren muss, je nach Variante und Anbauteil. Ja, sind auch ein paar flache Auswerfmarken zu sehen. Ja, aber das ist nicht weiter schlimm, nachdem man da später nicht reingucken kann und der Bereich an und für sich sowieso völlig undetailliert ist hier. Ja, hier dann die Frontstücke der Schutzbleche. Finde ich auch ganz interessant. Wir haben hier schon die Stromkabel angegossen. Finde ich ganz cool. Und auch hier ist eigentlich alles Wesentliche schon angegossen. Hier zum Beispiel dieser Haken, mit dem eben hier diese vordere klappbare Sektion eben arretiert wurde. Da ist ja hier so ein Scharnier. Da konnte man dann hier eben diesen Haken lösen und es dann nach hinten klappen. Und andere Hersteller ignorieren das entweder komplett oder geben uns 20 Bauteile, um das zu verwirklichen. Und ich finde, Academy hat hier echt gute Arbeit geleistet. Das ist doch simpel darzustellen, aber ja, so, dass es auf jeden Fall da ist. Und wem das nicht reicht, der kann das ja immer noch ein bisschen aufmotzen. Ja, Werkzeuge, schöne Werkzeughalterungen. Hier auch mit durchbrochenen Griffen. Auch schön. Sieht man auch nicht überall. Hier die Seeklappen am Aufbau. Das ist alles schon angegossen, kann man also dementsprechend leider auch nicht geöffnet darstellen. Ja, die Antenne. Auch ganz hübsch. Die Bauteile haben auch nicht so viele Verbindungspunkte zum Spritzling. Also das Auslösen sollte da ganz gut klappen, wobei die dann doch manchmal etwas dick ausgeführt sind, stellenweise. Aber ich denke, damit kommt man klar. Ja, und hier dann die Lufteinlässe, so rum gehört's. Fotonetzteile liegen bei für diese Abdeckungen. Also das passt. Und hier der Kastenaufbau.
Ja, kann man nicht so viel dazu sagen, und beim Motordeck auch, da kommen so viele Bauteile ran, das sieht man dann erst später, was da alles an Details geboten ist. Und das hier ist für die klappbare Antenne die Halterung. Auch schön, dass das hier einteilig beiliegt. Ja, macht einen guten Eindruck. Also trotz der Einfachheit doch ganz ansprechend detailliert. An Spritzling C finden wir die Hauptkomponenten des Turms. Da ist eigentlich fast alles Wesentliche schon vorhanden. Finde auch gut, wie der Turm aufgebaut ist hier. Relativ simpel mit dem Unterteil, Oberteil, Seitenwände und hier vorne die Platte, wo die Kanonenblende dann reinkommt. Finde ich, ist ganz gut gelöst. Andere Hersteller neigen da dazu, dass man alle Platten separat bekommt. Geht auch, aber ich finde, mit der Methode ist auf jeden Fall etwas besser sichergestellt, dass der Turm dann am Ende auch die Form hat, die er haben soll. Ja, das Turmdach hat hier diese ganz markanten versenkten Schraubköpfe in verschiedenen Größen. Ist schön repräsentiert, vielleicht ein bisschen glatt von der Textur her, aber ja, ich denke, da kann man nachhelfen, wenn man unbedingt möchte. Kommandantenluke, ja, schön alles da. Koaxial-MG, ja, die Mündung müsste man aufbohren, ist jetzt auch nicht so schwierig. Die Staukiste, schöne feine Nietreihen hier, auch hier diese Schlösser sind ganz schön gemacht. Ja, man sucht ja auch irgendwelche Makel vergebens, wie Fischhaut, Zinkstellen oder so. Da ist nichts vorhanden. Also das ist alles auf dem Niveau, wie man das erwartet von einem aktuellen Bausatz. Das sind hier die Seitenwände vom Turm. Da sehen wir hier so ein paar aufgeprägte Markierungen, damit man sich bei der Befestigung von manchen Teilen ein bisschen leichter tut. Ja, die seitlichen Einstiegsluken. Da fehlen hier ein paar kleine Schweißnähte hier rund um diese Scharnierteile. Kann man aber leicht hinzufügen, wenn man möchte. Und wenn man es nicht tut, ist es eigentlich auch kein Drama, nachdem es relativ unauffällig ist. Ja, Innendetails hat der Turm eigentlich gar keine, also nicht mal rudimentär. Wir haben jetzt hier am Unterteil ein paar so Schraubköpfe, aber das zählt ja wohl kaum als Inneneinrichtung. Also ist keine vorhanden. Ich finde auch, dass man nicht unbedingt eine braucht. Also das gefällt mir so, wie es ist. Ein ganz einfacher Bausatz, der aufs Wesentliche Wert legt. Ja, die Teile hier sind mit der Slide Mold Technik geformt worden. Das sind hier Teile von der Kanone. Auch ganz interessant. Der Spritzling D ist ganz interessant, denn ich habe nicht den Eindruck, als ob wir da sonderlich viele Bauteile brauchen würden hier. Das sind jede Menge alternative Teile vorhanden, die auch nicht zu dieser Variante gehören, was ganz interessant ist. Also hier zum Beispiel, das ist der untere Lufteinlass am Heck. Das ist hier die Ausführung, wie sie bei der Ausführung M oder N auch verwendet wurde. Hier mit diesen Auslässen für den Auspuff, fürs Tiefwattgerät. Das sind hier so wasserdichte Klappen. Hier sehen wir auch dieses Wattgerät. Und hier auch die 7,5 cm L24 Kanone, die bei der Ausführung N eingebaut wurde. Und auch die Kanonenblende dafür. Und auch hier das passende Rohrreinigungszeug. Also das ist doch interessant. Also soweit ich weiß, gibt es von Academy den Panzer 3N noch nicht. Aber wenn man es ernst nimmt, könnte man da durchaus einen bauen mit diesem Bausatz. Denn auch die Unterwanne ist eigentlich korrekt für die Variante. Denn die Notausstiegsluken, das ist ja alles noch geschlossen. Also da kann man diese
Notausstiegsluken befestigen für eine Ausführung J oder weglassen. Das würde dann auf jeden Fall passen. Und dann haben wir hier auch noch so diverse Teile für die Schottpanzerung. Ja, das ist doch sehr interessant. Also da gehe ich doch mal stark davon aus, dass Academy da noch mehr Varianten für uns in der Rückhand hat. Auch der Spritzling E verfügt über einige alternative Bauteile, was ich sehr spannend finde. Wir haben zum einen hier die beiden Varianten für die 5 cm Kanone, einmal die kurzläufige und die langläufige. Die Mündungen sind offen hier durch Slide Molding. Züge kann ich jetzt keine erkennen. Ja, und das Ganze ist auch relativ gratig. Zusammen mit diesen dicken Angusspunkten würde ich dazu raten, die Rohre vielleicht gleich durch ein Alurohr zu ersetzen. Aber das ist eben seine Sache. Ja, und weiterhin bekommen wir hier jede Menge alternative Motordeckteile. Und das ist natürlich total spannend, gerade für einen Panzer III Nerd wie mich, wenn ich da so einen Bausatz vor mir habe, der mir eben ja so viele zusätzliche Teile gibt und ich dann eben ja so einen modularen Aufbau habe dadurch. Das erlaubt es mir bei diesem Bausatz oder auch bei anderen Panzer III Modellen eben diese kleineren Umbauten vornehmen zu können, weil ich eben die Teile habe, um damit eben ja doch recht spezielle Untervarianten darzustellen. Ja, zum Beispiel, es gab vom Panzer IIIH ein Baulos, was eben 4 so Einlässe hatte auf dem Motordeck. Normalerweise sieht man nur 3, aber das Ding hatte 4. Habe ich hier die Teile dafür. Dann gab es hier auch im hinteren Bereich des Motordecks eben diese ganz klassische Ausführung, aber eben auch hier die mit diesen schmäleren Schlitzen, wie man es bei der Ausführung H oder bei der Ausführung G noch sieht. Und das sollen wir ja hier auch für unsere frühe Ausführung J verwenden. Aber wir können eben auch das normale Teil draufkleben und damit eben ja den ganz normalen Panzer IIIJ bauen, der eben nicht so in der Truppenausführung gebaut wurde. Und das finde ich eben total cool. Also da hat man jede Menge Variationsmöglichkeit. Und das ist was ich bei anderen Bausätzen mittlerweile ein bisschen vermisse. Machen wir weiter mit dem Spritzling G. Der liegt doppelt bei. Und hier befinden sich einige Fahrwerkskomponenten sowie diverse Kleinteile. Ja, fangen wir mal mit den Kleinteilen an. Schön filigran, wenige kleine Verbindungspunkte zum Spritzling. Hier auch der Scheinwerfer. Ganz gut gemacht so. Und wir bekommen hier auch diesen Bosch-Scheinwerfer, der eigentlich eher zu einer späten Variante gehört. Also auch hier spielt es wieder mit rein. Dieser modulare Aufbau, auch hier diese Abdeckung mit diesen Halterungen zusammen, die eben an diesen beiden seitlichen Lufteinlasskästen normalerweise montiert wurde bei der Ausführung M oder N. Auch das liegt bei. Ja. Das Leitrad, ganz klassisch und unkompliziert, finde ich schön. Wir bekommen hier auch Halterungen für die Schürzen, kann man auch hier sehen. Ist also auch dabei. Sehr interessant, also da bin ich echt gespannt, wie Academy die Panzer III Reihe da noch ausbaut. Dann haben wir hier auch die Segmentketten. Ja, Auswerfer an der Innenseite. Eieiei. Das ist schade, das hätte es echt nicht braucht, weil bisher war ich doch sehr angetan, aber Auswerfer auf Kettengliedern, das geht mal gar nicht. Aber gut, ist halt irgendwo wieder eine Kleinigkeit, sage ich mal. Wen es stört, der kann es beheben durch rausschleifen oder das Ganze eben auch gleich ersetzen durch Metallketten oder Resinketten. Ja, ich sag mal, es hat ja auch nicht jedes Glied einen Auswerfer, aber das stört schon etwas. Das muss nicht sein, finde ich heutzutage. Aber davon abgesehen schaut das super aus. Und dann haben wir noch den Spritzling H.
Der ist sehr groß und umfangreich und der liegt sage und schreibe 4-mal bei. Das ist doch auch mal eine Sache. Hier finden wir dann allerlei Fahrwerksteile, wie zum Beispiel Kettenglieder, Stützrollen, Laufrollen und so weiter. Auch wieder ein paar alternative Teile, zum Beispiel hier für die Schürzen, diese Halterungen oder auch hier diese alternativen Stützrollen in der ganz späten Ausführung ohne Gummibelege. Die sieht man so eigentlich nur an ganz späten Stuck 3 zum Beispiel. Ist auch eine schöne Zugabe. Ja, die Stützrollen, die wir dann tatsächlich verwenden, das sind die hier. Die sind ganz schön gemacht, genauso wie die Laufrollen, schön detailliert. Auch relativ gut zum Auslösen und Versäubern. Das ist doch auch mal was. Hier dann die Sehschlitze für die Kommandantenkuppel, und wie es scheint, kann man die auch geöffnet bauen, auch wenn die Bauanleitung da, soweit ich das gesehen habe, gar keinen Bezug drauf nimmt. Ja, und dann hier die Ketten, für die Segmentketten, ja, doch relativ viele einzelne Kettenglieder. Ja, und halt auch wieder Auswerfer. Und zwar überall. Muss das sein? Das ist echt schade. Das ist wirklich schade. Weil ansonsten ist an dem Bausatz echt nichts auszusetzen. Aber wenn ich sowas bekomme, ja, könnte ich schon ein bisschen pissig werden. Na gut, muss man halt ersetzen oder bearbeiten oder so viel Schlamm drauf schmieren, dass man es nicht sieht. Aber das trübt den Eindruck etwas. Ja, und das sind hier diese Abdeckungen für die Lufteinlässe. Fürs Motordeck, da haben wir natürlich bei 4 solchen Spritzlingen jede Menge übrige Teile. Da können wir dann eben auch entsprechend die ganzen Motordecks, die wir da als Alternativteile haben, auch mit bestücken. Finde ich super. Also ja, bis auf die Ketten habe ich eigentlich bisher nichts gefunden, was mich stört. Im Gegenteil, aber eigentlich nur viel gesehen, was mir wirklich ganz gut gefällt. Es liegen dem Bausatz auch Fotoetzteile bei, was ich echt super finde, denn gerade der Panzer 3 hat diese ganzen Gitter für die Lufteinlässe wirklich bitter nötig. Wenn die nicht dabei sind, muss man die immer nachkaufen. Und ich sag mal, mittlerweile ist es nicht mehr so ein Problem. Die meisten Hersteller legen es bei. Aber ich sag mal, vor einigen Jahren noch war das nicht selbstverständlich. Zum Beispiel der gute alte Panzer 3L von Tamiya hat diese Gitter nicht dabei. Ja. Ansonsten, ja, ist das eigentlich alles ganz praktisch und einfach zum Benutzen. Man muss nichts biegen oder so gut wie nichts biegen. Und das hier, das sind die Kettchen für die Nebelschießbecher hinten am Fahrzeug. Ja, also das ist super, alles dabei, was man sich wünscht. Der Abziehbilderbogen ist ziemlich reichhaltig. Wir bekommen jede Menge taktische Nummern, auch einige Balkenkreuze, und was mir besonders positiv ins Auge sticht ist, wir bekommen Beschriftungen für die Feuerlöscher. Das ist doch mal toll. Also die meisten anderen Hersteller verpennen das immer und dann kann man immer schauen, wie man diese Abziehbilder dann irgendwo anders beschafft. Hier ist es dabei und das finde ich äußerst lobenswert. Ansonsten, ja, macht es einen guten Eindruck. Es ist sauber gedruckt. Der Trägerfilm ist auch nicht zu groß. Ja, sind recht glänzend. Das muss aber nicht schlimm sein. Ja, macht einen guten Eindruck. Wie sie dann definitiv zum Verarbeiten sind, wird man sehen. Bisher hatte ich mit Abziehbildern von Academy eigentlich nie Probleme. Also, ich sag mal, die sind ähnlich wie die von Tamiya, sage ich mal, vielleicht eher ein bisschen dicker, als es sein müssten. Ja, wobei die gehen eigentlich, die sind, ist jetzt nicht so eine Reliefkarte hier, also da spürt man relativ wenig. Nee, also ich habe da Zutrauen, die müssten ganz gut sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich hier um einen grundsoliden Bausatz handelt, der auf jeden Fall auf dem Markt auch seine Berechtigung hat und der auch durchaus
sage ich mal, mit der Konkurrenz von Dragon und Ryefield mithalten kann auf seine Art und Weise eben. Die Bausätze sind schon ziemlich unterschiedlich, die haben alle ihre Stärken und Schwächen, aber ich sage mal, also das Gesamtbild, der Durchschnitt, würde ich mal sagen, ist Academy auf jeden Fall eine sinnvolle, mögliche Alternative. Und das ist doch eine Tatsache, die man jetzt Academy ansonsten vielleicht nicht unbedingt zutrauen würde. Bis auf die Auswerfer auf den Ketten konnte ich keine schlimmen Mängel entdecken an dem Bausatz. Das mit den Ketten ist natürlich wirklich schade und zieht den Bausatz irgendwie auch ein bisschen runter. Ja, ich finde, das ist sowas von unnötig, da Auswerfer auf den Kettengliedern zu platzieren. Ich weiß auch nicht, warum die Hersteller das nach wie vor nicht schaffen zu vermeiden. Es muss doch Möglichkeiten geben, dass das irgendwie anders gelöst werden kann. Als Trostpflaster betrachte ich dagegen die vielen alternativen Bauteile, die hier beinhaltet sind, die teilweise auch gar nichts mit der Ausführung J zu tun haben, sondern zur Ausführung L, M oder N gehören. Das ist wirklich sehr interessant und eigentlich auch eine Sache, auf die ich wirklich großen Wert lege bei so einem Bausatz. Wie ihr wisst, ich interessiere mich für den Panzer III wirklich sehr und ich baue da auch gerne alle möglichen Untervarianten und Konfigurationen und so weiter. Und da ist es schon wichtig, wenn ich da so einen, ja, ich sage mal gewissermaßen modularen Aufbau habe und auch eben ja diese Zusatzteile eben bekommen zur Auswahl, die in der Bauanleitung nicht mal erwähnt werden. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz interessanter Aspekt bei dem Bausatz. Preislich liegt der Bausatz hierzulande zwischen 35 und 40 Euro. Das ist für das Gebotene, finde ich, durchaus angemessen. Also da kann man sich nicht beschweren. Und das macht den Bausatz für mich nochmal einfach zusätzlich interessant, weil er doch verhältnismäßig günstig ist und auch ja, breit verfügbar ist. Da ist wirklich zu überlegen, ob ich mir da nicht 2, 3 weitere von denen ans Lager lege und mit denen eben ganz spezifische Untervarianten nachbaue oder auch bestimmte Themen eben bedienen, weil mit dem Panzer IIIJ kann man nahezu alles darstellen. Also 1941, Operation Barbarossa, 1942, Stalingrad, Nordafrika geht auch ganz viel, auch Besatzungstruppen in Frankreich kann man damit darstellen. Selbst in der Panzerschlacht um Kursk waren die Fahrzeuge noch weit verbreitet, wo man dann eben entsprechend diese Schottpanzerungen anbringen kann oder auch die Schürzen und andere Kampfwertsteigerungen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Variante und wie schon gesagt, diese Zusatzteile erlauben eben, dass ich da ja, ebenso gewisse spezielle Untervarianten eben auch noch verwirklichen kann. Und das finde ich wirklich bemerkenswert an dem Bausatz. Soweit, so gut. Das ist alles, was ich momentan zu diesem Bausatz sagen kann. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.